Mit dieser Vorbereitung vor der Implantat-OP eliminierst du Stress und Hektik im operativen Vorgang und optimierst dein OP-Ergebnis. Wir setzen ungefähr 400 Implantate im Jahr und heute zeige ich dir, wie wir jedes einzelne vorher aufbauen, das Tray aufbauen, den Tisch aufbauen. Hier in dem Bild siehst du zunächst, wie unser Operationstisch vorbereitet wird für die Implantat-OP. Gedanklich teile ich diesen Tisch in verschiedene Zonen auf und diese Zonen durchlaufe ich dann immer gedanklich, während ich die Operation durchführe. Zone Nummer eins: der untere linke Bereich. Das ist der Bereich, wo ich sofort unmittelbar auch hingreifen kann, also der lokalisiert am nächsten bei mir ist. Und zwar befinden sich dort die Instrumente, die man logischerweise zum Start der Operation braucht, um aufzuklappen und das OP-Gebiet zu eröffnen. Dabei handelt es sich als allererstes um Skalpell, eine chirurgische Pinzette, Raspatorien und den Ami. Der Ami ist nichts anderes als ein kleines Rasper. Ich schneide also zuerst auf, lege dann den Lappen zur Seite und stelle mir das OP-Gebiet dar. Das alles mache ich mit den Instrumenten in Zone 1. Zone 2 ist bei mir fast ausschließlich das Arterienklemmchen. Wenn ich jetzt also aufgeklappt habe und sehe, im OP-Gebiet am Knochen ist noch Granulationsgewebe, dann muss ich das zunächst entfernen, um ganz sauber dann die Knochenbohrung durchzuführen. Und das mache ich immer mit dem kleinen stumpfen Arterienklemmchen, was sich dann rechts von Zone 1 befindet, also ziemlich mittig hier auf dem Tisch. Jetzt kommt Zone 3, die wichtigste Zone. Und zwar ist das einmal das Implantat-Tray selber, also das Set, in dem Fall hier von Chemlock. Und nebendran liegt das Winkelstück für meinen chirurgischen Motor und ein ganz kleines bisschen Aurimazin oder CHX-Gel zum Verschließen des Implantats durch das Abdeckschräubchen. Und zwar das Implantat-Tray, wenn man sich das kurz anschaut, ganz klare Bohrreihenfolge hier. Zuerst Ankern, dann den Pilotbohrer und dann alle weiteren Bohrer bis zur gewünschten Durchmessergröße und natürlich bis zur gewünschten Länge. Dann der Gewindeschneider und dann das Eindrehinstrument für das Implantat. In der Zone 4, ganz rechts oben hier auf dem OP-Tisch, das ist also die Zone, wo ich lokal am schlechtesten drankomme, nämlich am weitesten greifen muss, sind die Instrumente, die zur Kontrolle dienen, die man nicht bei jedem operativen Eingriff alle braucht. Und zwar befinden sich dort das Lineal, die anatomische Pinzette und so weiter. Wie gesagt, diese Instrumente brauche ich nicht bei jedem Eingriff. Rechts unten, auch also sehr schlecht für mich zu erreichen, befindet sich die Zone für die Assistenz, und zwar der Langenbeck und die Knochenfalle. Letzten Endes brauche ich diese Instrumente ja nie selber zu greifen, darum liegen sie dort rechts unten auf der Seite der Assistenz. In der letzten abschließenden Zone befinden sich die Instrumente für den Wundverschluss, und zwar einmal der Nadelhalter, die Naht und natürlich die Nahtschere für die Assistenz, der Rest für mich. Und wir verschließen also in diesem letzten Schritt dann das Wundgebiet wieder vollständig. Als abschließende Gedanken: der Tisch wird immer gleich in der gleichen Art und Weise vorbereitet, damit ich immer genau weiß, wo muss ich hingreifen, wo liegen meine Instrumente. Und wenn man so einen absolut standardisierten Aufbau des Tisches hat, dann macht es einfach die ganze OP, den ganzen OP-Ablauf einfacher. Du musst nicht ständig schauen, wo brauche ich was, wo liegt was, sondern du weißt einfach, da befinden sich die Instrumente, die ich zum Start der OP brauche, und du arbeitest dich dann gedanklich an diesem Konstrukt durch. Das nimmt schon mal ganz, ganz viel mentalen Ballast während so einer Operation von dir und optimiert einfach dein OP-Ergebnis, sodass du am Ende einfach entspannter und zufriedener die OP durchführen kannst und ein besseres OP-Ergebnis auch erreichst. Du sollst jetzt auf gar keinen Fall diesen Aufbau einfach für dich kopieren, sondern überleg dir, was brauche ich für Instrumente? Brauche ich vielleicht was anderes? Benutze ich eher auch andere Instrumente? Aber nimm dir als Grundlage folgende Regel: Die Instrumente, die du häufig brauchst, leg sie eher auf deine Seite. Die Instrumente, die du weniger häufig brauchst, leg sie auf die andere Seite. Als kleine Anmerkung noch: Nicht jeder hat jetzt einen OP-Tisch zur Verfügung in der Praxis. Nutz einfach vorne das Tray. Warum nutzen wir einen OP-Tisch? Hat einen psychologischen Grund für einen Patienten. Und zwar, während wir den OP-Tisch aufbauen, schaut der Patient einfach nach vorn und der OP-Tisch befindet sich hinterm Stuhl, sodass der Patient gar nicht sieht, was wir da alles aufbauen und wie die Instrumente ausschauen. Und wenn du jede Woche weitere nützliche Tipps für deine chirurgischen Eingriffe in der Zahnarztpraxis haben möchtest, dann einfach kurz den Kanal abonnieren.